Servus, weiter geht's bei Another Code Recollection. Letztes Mal haben wir die lustigen Schalterrätsel am Springbrunnen draußen gelöst, um den zweiten Sprossenschlüssel zu bekommen. Den haben wir jetzt und jetzt können wir endlich in den Silver Bird Room und die wiederfinden. Und wenn mir euch gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, würde mich sehr freuen. So, los geht's. Achso, ja, bin doch schon dabei. Zweiter Sprossschlüssel. Er ist offen. Gut. Werden wir jetzt alle Geheimnisse um die lösen können? Die. Oh, Ashley. Are you all right? You disappeared so suddenly, I didn't know what was going on. The moment I heard your dad's voice, I felt like I was about to remember something. Next thing I knew, I was here. It's like I was summoned. But why? I remembered something. I stayed in this room with Father when I visited. Really? Wells brought a painting in that day, and he hung it here. He said Uncle Henry painted me. It made me so happy. I couldn't stop staring at it. But then Father's mood got worse and worse, and he kept drinking too. I was so sad to see him like that. So I left. I came back a little while later, and that's when I saw it. Thomas, why? Father? Father was killed. Here, in the Silver Bird Room. Getötet. Killed? You mean your father was murdered here? Yes. That's where Father lay as he died. So that stain on the ground. Mhm. Das ist eine Menge Blut. Eine Menge Ketchup. Oh. I saw it happen. Father was on the floor, covered in blood. I remember a man standing next to him. There was such shock on his face as he looked at me. I can picture him now. It was Uncle Henry. Autsch. What? Vermutlich ging es um das liebe Geld. So Henry killed Thomas? His own brother? Yeah. I'm sorry, Dee. Why would he? How could he kill his own family? My mom was killed in the same way. Someone shot her. So I guess that's another thing you and I have in common. Dee? Yeah. Tja, manchmal müssen die Emotionen einfach raus. Und es Ashley? ist nicht verkehrt, einfach mal zu weinen. Auch wenn man das nur für sich selbst Thank tut. you for finding me. Now let's go find Jessica. Okay. Es gibt ja nicht mehr viele Räume, ne? Wir müssen noch in den Keller und wir müssen in das Labor. This is Father. Ja, wir sollten uns vielleicht nicht allzu lange hier aufhalten. Was? Vogelkäfig. Der Vogelkäfig ist umgefallen. Ja, da ist ein Buch. Das wir aber nicht lesen können. Holzbretter.
Was sind das für Bretter? Sind die von oben heruntergefallen? Ja, tatsächlich. 3 große Holzkisten. Die Deckel sehen ziemlich schwer aus. Ich glaube nicht, dass ich reingucken kann. Dass wir das Buch am Boden nicht lesen können, obwohl es so offen da liegt. Hier sind so viele Bücher, aber die sind alle total staubig. Bücherregal ist mit Spinnweben überzogen und die Bücher sind komplett verstaubt. Ja, da kann man nichts mitmachen. Irgendwas gibt es hier drin noch. Großer Tisch. Ein Tisch dieser Größe und dann steht da nur ein einziges Glas drauf. Ich schätze, das steht da schon ewig. Das ist ein Kolibri. Gab es im Zimmer des Goldvogels nicht so ein ähnliches Gemälde? Vielleicht wird das ja auch noch wichtig, Ashley, wer weiß. Oh, wir können uns hier umgucken. Weingläser. Im Glas finden sich die Rückstände von Wein. 2 auf dem Kopf stehende Gläser. Likörfläschchen. Sie ist zu staubig, hineinzusehen zu können. Ja, Deutsch. Alter, Deutsch gut. Ah, ein Schlüssel. Guck mal da. Was macht dieser Schlüssel hier? Was glaubst du, wofür der ist die? Vermutlich für den Weinkeller. Bingo! Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass Wells ihn benutzt hat. Schlüssel zum Weinkeller. Bingo, Ingo, wir haben es geschafft. Porträt von Dee. Dee. So sah Dee also aus, als er noch gelebt hat. Er trägt einen Schlips und er sieht irgendwie nervös aus. Das Bild des Shep hängst noch mal gerade. All diese Romane wurden vom gleichen Autor geschrieben. Thomas die alle gelesen hat? Komm, erst das Mittagessen ist fertig, ey. Ich frag vorher noch, machst du es jetzt schon? Nein, nein. Echt geil. Also all diese Romane wurden vom gleichen Autor geschrieben. Ob Thomas die alle gelesen hat? Wahrscheinlich eher nicht. Bett. Das Bett ist ordentlich gemacht. Wann hat da zuletzt jemand drin geschlafen? Eine Uhr. Die Uhr geht nicht mehr. Ist sie kaputt oder braucht sie nur neue Batterien? Ja, ich bezweifle, dass diese Uhr Batterien braucht, aber gut. Und dann wiederum... Naja. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit alten Uhren nicht aus. Lacht mich aus und er wollte es mir egal. Und Geschirrregal. Eine Menge edles Geschirr und eine ganze Menge an Flaschen mit Alkohol. Ja, wir haben ja erfahren, dass er ein kleines Alkoholproblem hatte, der Vater von Dee. Schreibmaschine. Es werden die wenigsten von euch noch kennen, so ein Gerät. Auf dem Tisch eine Schreibmaschine. This looks like it's seen some use. That was Father's. He used to carry it with him in a big case. There's a paper stuck in there. Wonder what's written on it. Hiermit erkläre ich, dass Thomas Edward mein Alleinerbe sein soll. Lawrence Edward. Ui, 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 ui. This looks like Lawrence's will. Seems like a pretty important document. Und nur einer der beiden Brüder ist der Erbe. Das erklärt dann wohl einiges. Es ging wohl wirklich ums liebe Geld. Why was it left stuck in Thomas's typewriter like this? Keine Ahnung. Aber ich denke, wir haben damit des Rätsels Lösung um den Mord. Immerhin ein Mord schon mal halbwegs geklärt. Jessica. What's wrong? I thought I heard a voice. Really? Was it my dad? No, it was a woman's voice. Wait a sec. Where was the voice coming from? It came from below us. Da wollten wir ja sowieso hin. Kann's nicht sein. It's definitely coming from here. Is anyone there? Please, someone. Is that... Now what? It won't open. There must be a key to it somewhere. Du hast es schon gefunden, Ashley. Also, das war jetzt nicht so schwer. Schön, dass man Hinweis hier bekommt, aber wir haben ihn ja schon.
Jessica! Jessica! Warum sie jetzt bewusstlos eben noch rumschreien konnte? Speichern? Ja. Fragen über Fragen und keine Antworten. Kapitel 5. Familiengeheimnis. Wow, es geht aber Schlag auf Schlag, ey. Schlag auf Schlag. Jessica! Ashley, Are you okay? I think so, but I'm dizzy. Everything is foggy. I'm so sorry I let you go alone. It was selfish. This is all my fault. Are you hurt? No, I'm okay. I'm so glad you're safe. Handcuffs? No good. Thanks. I found them outside. I was so worried about you. Everything suddenly went dark. I must have been knocked out. When I came to, I was handcuffed to this beam. That's horrible. Who would do something like that? Bill. Jetzt wird die Sache langsam spannend. Bill did this? You know about him? Dad told me. You met your father? Naja, zumindest behauptet er, unser Vater zu sein. Only a little. Weiß nicht, ob es wirklich He was my ist. assistant and is absolutely brilliant. But he betrayed me. He tried to steal the research we did on this island. Bill tried to steal another? You knew Bill too? I did. He used to work with Richard. I never expected him to turn up here. I ran into him right after I left you. Haben wir ja gesehen, oben auf dem Clip. He said that he'd take me to Richard. I shouldn't have trusted him. He knocked me out somehow once we got to the mansion. I had no idea. But wait, Dad said he caught Bill. Regardless, I'm so glad you finally met Richard. Yeah, I found him. I asked him about another. And about Mom. He told you what happened? Yeah, we talked about it. Reden wir erstmal über Vater. So that's my dad, huh? What do you mean? Where is he? I was with him earlier, but he went off to do something else. Do something else? He left you alone? Yeah, he said he had to go start another. Jessica, about Dad, he definitely cares way more about his research than us. That's not... He said so. He told me he has to finish another. For Mom. Richard said that. Really? Yeah. Mädel. Did you know about another? Not really. Your father mentioned it a few times. Something about using it to save people from painful memories. Yeah, he told me that too. He said Bill stole the keys he needs to start it. So, we split up. I went looking for the keys while he looked for you. But he clearly didn't find you. Ashley. I found a newspaper article about what happened to Mom. It said Dad was a suspect. You know the dream I always have? It's about the night Mom was murdered. Oh, Ashley. That's why, isn't it? That's why you never talked about Mom or another. You're right. Ein Verdächtiger. Why was Dad a suspect? Listen to me.
Richard found Sayoko that night. And because he was at the scene of the crime, he was a suspect. Right. He kept telling them he was innocent. And with no other evidence, they released him. They couldn't find another lead. So the case went unsolved. The false accusations devastated Richard. I confronted him as soon as he was released from custody. I asked outright if he killed Sayoko. He looked me right in the eyes and answered without a hint of guilt. He said, absolutely not. He told me that too. That he didn't kill her. But What is it? he didn't look me in the eyes. It's hard to trust someone who acts like that. Oh, sweetheart. I'm just over all this. He isn't my dad. Can't we both just leave here? Together? I'll get those cuffs off you as soon as I can. There's gotta be something I can use around here. Ashley, wait. Please, give Richard one more chance. He can help. Why should I? At the very least, he can get me out of these handcuffs. But what about you? I can't leave you here. I just found you. I'll be fine. Now go. No, I don't trust... I do. Please, Ashley. Believe in him. He's my older brother. And your father. Okay? But okay. And once we get out of here, we'll go home. The three of us. Yeah. You'll be safe here, right? I'll be right back with Dad. Yes, I'll be fine. Sayoko, protect her. Please. I'm so glad you found Jessica. Ich bin maximal verwirrt gerade. Wie sich so sicher ist, dass Ashley wirklich ihren Vater getroffen hat. Ich meine, die beiden, also Jessica und der andere, haben schon eine gewisse Ähnlichkeit miteinander. Das muss ich ja zugeben. Gott, das ist so ewig her. Ich habe keine Ahnung mehr. Me too, but I don't think she could see you. She's an adult. I'm used to it by now. I guess. More importantly, we can't let our guard down. You're right. I can't believe Bill did that to Jessica. But I'll worry about it later. We need to find my dad. Aber es bleibt trotzdem verdächtig, dass wir den getroffen haben, aber von Bill ist überhaupt gar keine Spur. Das ist schon interessant. Where could he have gone? Ja, in der komischen Metalltür. Die einzige Tür, wo wir nicht drin I waren. think he was heading toward the courtyard. Yep. Da, wo du den Schlüssel gefunden hast, meine Liebe. Ey, raus da. Und dann... Diese Tür. No good. It's locked. Ashley, look. There's a ladder on the other side of the door. You're right. Where do you think it leads? That's the door to my great-grandfather's room. Okay. Aber... Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Dann müsste es ja theoretisch hier oben eigentlich eine Tür geben, die uns dann da auf die Seite führt. Exactement, Verbindungsgang. Dann bringt dir die Stahltür da unten aber nicht, die super verschlossene, weil man von oben ran kann an den Raum. Ja gut, da sind ja 2 Vögel drauf. Und wir brauchen hier
Eine Verbindung aus den beiden Schlüsseln. Die Tür ist verschlossen. How can we open it? This design. Wir müssen den Fusionstanz aufführen mit den beiden Schlüsseln. The other room's doors had one bird, but this one has two. Yeah. 2 birds holding a silver and gold clover in their beaks. Maybe the key to this room is... Items kombinieren. Du kannst nun Items miteinander kombinieren. Öffne mit Hilfe von Y im Items-Bildschirm, wähle das gewünschte Item, drücke Y. Wähle danach das Item, das du kombinieren möchtest. So. Fusion! Ha! Erhalten 4-blättriger Kleeschlüssel. Yes! Jetzt ist sie offen. Dachte, sie drehe wieder selber, aber diesmal nicht. Na gut. Wow. Was eine geile Aussicht aus dem Fenster da. Richtig geil. Whoa, check out the view. Where's the ladder? Shouldn't it lead to this room? Geheimgang wahrscheinlich. Entschuldigung. What's wrong, Dee? This is my great-grandfather, Uncle Henry, and my father. Grandfather, do you know who I am? I remember. My father brought me here. My great-grandfather was asleep in the bed. He was sleeping so peacefully, but as we got closer, he opened his eyes and looked at us. He smiled, but it was sad. Father took his hand and squeezed it. He was crying. That was the first time I ever saw him cry. Oh, Dee. We have to track down your dad. Yeah. Where's the ladder we can take back down? Von der Position her würde ich sagen, unterhalb des Schreibtischs, aber... Ja. Seht ihr das da unten? Der ist auf so Schienen. Der kann sich... Und da ist eine Klappe im Übrigen. Die Leiter führt 100 Pro unter den Schreibtisch. Da ist eine Tür im Boden. Warte mal, ist das eine Falltür? Die Leiter, die wir vorhin gesehen haben, muss hier drunter sein. Sägt sich kein Stück, weil der Tisch im Weg ist. Was kann ich tun? It's a Rätsel. Oh Gott, 80 Schubladen. Jetzt kommt ein bisschen da. Wow. Was? Bitte was? Ich hab doch vorhin noch gesagt, ich habe keine Ahnung von Sternzeichen. Oh Leute. Scheiße. Oh, da ist etwas Seltsames in der Schublade eingebaut. Ja. This is it. Was? Die? Nein! Ich hab doch keinen Plan von der Scheiße. Äußerer Kreis, innerer... Was? Oh Gott, was ist denn da in... Was? Hä? Ich hab doch keine Ahnung. Wo muss denn der... Wo ich... ich brauche einen Hinweis dafür. Ich habe keine Ahnung von Sternzeichen. Geh fort. Was soll ich tun? Ich bin sicher, dass hier eine Art Mechanismus ist. Ja, ich auch. Ich habe noch keine Ahnung von Sternzeichen. Das ist mein Problem. Geht nicht auf. Geht auch nicht auf. Das ist für Schienen. Ich will die Schublade haben. Geht nicht auf. Hier vielleicht ein Hinweis in dem Buch. Ein Notizbuch. In dem Notizbuch steht etwas. Mai 1948.
Ich spüre, wie das Ende meines Lebens langsam näher rückt. Ich will die Dinge, die mich beschäftigen, in diesem Tagebuch festhalten, solange ich noch schreiben kann. Dinge, die mich beschäftigen, wie jener Tag vor 32 Jahren, an dem ich Henry und Thomas zum ersten Mal in die Augen schloss. Genau an diesem Tag war der Versöhnungsbrief meines Sohnes Leonard, der aus Protest gegen meine Einmischung in sein Leben gegangen war, angekommen. Ich war voller Trauer und Reue wegen seines plötzlichen Todes. Da erschienen meine beiden Enkel, Henry und Thomas. Ihr unschuldiges Lächeln an diesem Tag werde ich niemals vergessen. In diesem Moment beschloss ich, Henry und Thomas selbst großzuziehen. Ich habe sie stets über alles geliebt und mir gewünscht, dass sie ein glückliches Leben führen mögen. Das war mein Lebensinhalt und meine innere Stütze. Die beiden waren wie zwei kleine Glücksvögel für mich, deswegen auch überall die Vögelsymbole, die Freude in mein Leben brachten. Und mein Wunsch sollte sich erfüllen. Sie verstanden sich gut und wuchsen gesund heran. Schließlich wählten sie ihren eigenen Lebensweg, wie Leonard. Henry wurde Maler, Thomas wurde Schriftsteller. Sie wurden flügge und verließen das heimische Nest. Ich blieb allein in dieser Villa zurück, aber ich hoffte stets, dass sie ein erfülltes Leben führen könnten. Doch als beide endlich auf ihren Wegen aufgebrochen waren, wurden all meine Hoffnungen jäh zunichte gemacht. Ein weltweiter Krieg entbrannte. Die beiden mussten an die Front. Zu allem Unglück versiegte auch die Goldmine und warf nicht einmal mehr genug ab, um mir allein ein Auskommen zu ermöglichen. Tja, nichts ist endlich, ne? Ich konnte nichts tun, außer das Kriegsende herbeizusehen. Mein einziger Wunsch war, dass meine geliebten Enkel unversehrt zurückkehren würden. Als der Krieg endlich zu Ende war und die beiden zu mir zurückkehrten, hatten sie sich verändert. Meinen zwei Glücksvögeln waren ihre Flügel genommen worden. Henry hatte seinen rechten Arm verloren, mit dem er gemalt hatte, und Thomas hatte sein Herz verloren und damit sein Vertrauen in die Menschen. Ich umarmte die beiden innig, verwundet und erschöpft, wie sie waren, und vergoss bittere Tränen. Es war wie 32 Jahre zuvor, als ich zum ersten Mal in meinem Armen hielt. Ich wünschte mir nur, dass die Wunden an Körper und Geist, die die beiden erlitten hätten, schnell heilen würden. Doch jetzt frage ich mich erneut, ob ich richtig gehandelt habe. Ich empfinde Trauer und Reue, wie damals nach Leonards Tod. Und dieses Mal ist nirgends ein unschuldiges Lächeln, das mir Trost spenden könnte. Keine Glücksvögel, die mir Freude bringen. This is... Das ist das Tagebuch von Lawrence. Great-grandfather. Huh. Da ist jetzt zwischen den Seiten. Ist das ein Brief? Ein Brief? Hat den jemand hergeschickt? Hiermit erkläre ich, dass Henry Edward mein Alleinerbe sein soll. Lawrence Edward. Ein abgeändertes Testament. Thomas wurde enterbt. This is... Das Testament von Lawrence. Er hat es sogar unterschrieben, siehst du? Das Testament vom Urgroßvater? Ja. Hier steht, dass sein Erbe Henry ist. But that means... Das bedeutet, das Testament, das wir im Zimmer des Silber Vogels gefunden haben, Okay. hat mein Vater wohl selbst verfasst. Huh? Ja, glaube ich auch nicht so wirklich dran. Oh, okay. Ansonsten haben wir hier nichts. Das Problem ist, dass wir jetzt immer noch keine Hilfe haben für das Rätsel da unten. Ja, Leute, wie das hier weitergeht, immer im nächsten Part. Ich mache mal pünktlich Schluss, sonst wird das Essen kalt. Ihr habt es ja mitbekommen. Vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, wie ihr mich unterstützen könnt, würde mich sehr freuen. Ansonsten macht's nicht gut, macht's besser. Es war mir immer eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Euer Schraubsel. Ciao.